Ich bin Nina Wood, die Gründerin von IAEO Biobettwäsche. Mein Motto ist edel, ehrlich, bio. Das gilt für die gesamten Produkte und daran halte ich mich auch ganz konsequent. Ist mir ganz wichtig. Ich wollte Produkte herstellen, hinter denen ich voll und ganz stehen kann. Ich bin ja eigentlich Architektin, also habe Architektur studiert und habe das auch sehr gerne gemacht, muss ich sagen. Allerdings, man ist das von vielen Faktoren abhängig. Letztlich hatte ich das Gefühl, ich konnte nicht wirklich das entwerfen, wo ich immer total hinterstehen konnte. Und ganz besonders was ökologische Architektur anbelangt zum Beispiel. Und es war mir immer schon sehr wichtig, also etwas Ökologisches zu produzieren, wo ich wirklich sagen kann, da stehe ich voll und ganz dahinter. Das Besondere ist, dass sie wirklich konsequent biologisch ist und auch hochwertig. Also ich verwende Baumwolle bei den Sachen. Im Moment arbeite ich mit Baumwolle. Und das wird in Thüringen genäht. Da habe ich eine sehr zuverlässige Näherei, eine kleine Manufaktur, die ich eben auch persönlich kenne, was ich auch sehr wichtig finde. Und die arbeiten sehr, sehr ordentlich. Und da habe ich wirklich dann Stoffe ausgesucht, die ich einfach wirklich auch am besten fand, die sich einfach unheimlich weich anfühlen, wo man sich wohl drin fühlt. Man schläft ja auch, damit man dann gesund leben kann. Ja, das darf man ja wirklich nicht unterschätzen. Und hat Freude an dem Ganzen. Hoffe ich, dass die Kunden Freude dran haben. Gibt's viele. Also wichtig ist mir ich wollte etwas produzieren, ja, also etwas, was man auch braucht im Alltag. Das ist meine persönliche Sache einfach, also dass ich denke, es ist schön, etwas zu produzieren, was man auch eben braucht und das dann in einer Weise zu produzieren, dass man sich daran erfreuen kann. Ja? Und darum ist es eben hochwertiger Stoff und Bio, das ist für mich Inspiration. Diese erste Ökowelle, die es damals gegeben hat, in den 70ern war das ja eigentlich. Da war ich noch ganz klein, aber an der Schule, da waren dann so die großen Schüler, die gingen demonstrieren gegen Atomkraft, nein danke, und das fand man cool. Ja? Also ich fand das cool. Ich denke, das hat mich schon geprägt. Ich glaube, jeder Mensch hat andere Voraussetzungen. Jeder ist ein eigenes Individuum und man hat seine Vergangenheit, ich auch, Dinge, die einen prägen. Aber so gibt es verschiedene Menschen, wo Teile davon einen Einfluss auf mich haben. Mein Vater zum Beispiel, könnte ich sagen, ist sicherlich ein Vorbild für mich gewesen. Der hat Respekt gegenüber anderen Menschen zum Beispiel immer gezeigt. Also auch wenn jemand anders gedacht hat, eine andere Meinung hatte, hat er sich trotzdem damit auseinandergesetzt. Und das finde ich zum Beispiel sehr wichtig. Am meisten Freude macht mir wirklich, dass ich selbstbestimmt arbeiten kann. Also das war auch so der Grund, warum ich IAEO gegründet habe. Also ich bin sehr gern selbstständig und einfach, dass ich guten Gewissens mit Materialien arbeiten kann, die ich wirklich gut finde und wo ich auch weiß, die kann ich auch man hat ja auch als Unternehmer eine Verantwortung dem Kunden gegenüber. Das Wissen, was ich habe über die Materialien oder über Bio, das kann ich nicht erwarten, dass jeder Kunde, der beruflich was vollkommen anderes macht, der kann das nicht alles wissen. Und da übernehme ich einfach auch eine gewisse Verantwortung und das tue ich aber auch gern. Also ich finde es schon wichtig.